Hallo, willkommen. Schön, dass du hier bist. Heute sprechen wir wieder ganz ruhig, ohne Druck, ohne Stress, ohne Prüfung. Du musst jetzt nichts perfekt verstehen. Du kannst einfach lesen. Du kannst zuhören. Du kannst die Wörter langsam in dich hineinlassen. Wort für Wort, Satz für Satz, ein Thema nach dem anderen. Heute sprechen wir über Arbeit in Deutschland. Arbeit, ein wichtiges Wort. Arbeit bedeutet Job, Beruf, Tätigkeit. Etwas, das du tust, um Geld zu verdienen. Geld verdienen bedeutet, du arbeitest und bekommst Lohn. Spach. Lohn. Das Geld für deine Arbeit. Arbeit ist aber nicht nur Geld. Arbeit ist auch Alltag. Arbeit ist Struktur. Struktur bedeutet, der Tag hat einen Plan. Arbeit ist Kontakt. Kontakt bedeutet, du triffst Menschen. Kontakt, du triffst. Arbeit ist Sprache. Sprache im Büro. Sprache in der Küche. Sprache in der Werkstatt. Sprache im Krankenhaus. Sprache im Lager. Sprache im Restaurant. Sprache im Supermarkt. Sprache überall. Für viele Ausländer in Deutschland ist Arbeit ein großer Schritt. Großer Schritt. Nicht nur ein kleiner Schritt. Ein großer Schritt in ein neues Leben. Du gehst nicht nur zur Arbeit, du gehst auch in eine neue Kultur. Kultur bedeutet, wie Menschen leben, sprechen, arbeiten, planen und miteinander umgehen. Auf der Arbeit lernst du Deutschland noch einmal neu kennen. Du lernst Wörter. Du lernst Regeln. Du lernst Pausen. Du lernst E-Mails. Du lernst Pünktlichkeit. Du lernst Kollegen, Kolleginnen und Kollegen. Menschen, mit denen du arbeitest. Vielleicht suchst du gerade Arbeit. Vielleicht hast du schon Arbeit gefunden. Vielleicht beginnst du bald deinen ersten Job in Deutschland. Vielleicht arbeitest du schon, aber du fühlst dich noch unsicher. Unsicher. Das bedeutet, du weißt nicht genau, was richtig ist. Du fragst dich, spreche ich genug Deutsch? Verstehe ich meine Kollegen? Mache ich meine Arbeit richtig? Darf ich fragen, was passiert, wenn ich krank bin? Wie schreibe ich eine E-Mail? Wie sage ich, dass ich etwas nicht verstanden habe? Diese Fragen sind normal. Normal bedeutet, viele Menschen erleben das. Du bist nicht allein. Viele Menschen, die in ein neues Land kommen, fühlen sich am Arbeitsplatz zuerst klein. Klein nicht im Körper. Klein im Gefühl. Du kannst vielleicht viel. Du hast Erfahrung. Erfahrung bedeutet, du hast Dinge schon gemacht und gelernt. Du hast vielleicht in deinem Heimatland gearbeitet. Heimatland. Das Land, aus dem du kommst. Du warst vielleicht gut in deinem Beruf. Aber in Deutschland ist vieles neu. Neue Sprache. Neue Regeln. Neue Kollegen. Neue Erwartungen. Erwartung.
Das, was andere Menschen von dir hoffen oder verlangen. Heute gehen wir langsam durch diesen Arbeitsalltag. Wir schauen auf die Arbeitssuche, die Bewerbung, den Lebenslauf, das Vorstellungsgespräch, den Arbeitsvertrag, den ersten Arbeitstag, die Kollegen, die Pausen, die E-Mails, die Besprechungen, die Krankheit, den Urlaub, die Fehler, die kleinen Erfolge. Erfolg bedeutet etwas geschafft haben. Geschafft. Du hast es gemacht. Du bist weitergegangen. Atme ruhig. Du musst nicht alles heute können. Du musst nicht alle Wörter sofort behalten. Wiederholung hilft. Wiederholung bedeutet, etwas kommt noch einmal und noch einmal. So wird es vertraut. Vertraut bedeutet bekannt, sicher, nicht mehr fremd. Arbeit in Deutschland kann am Anfang fremd sein. Fremd, nicht bekannt. Aber mit Zeit wird vieles vertrauter. Zeit, Geduld, Übung, Mut. Diese Wörter begleiten dich. Beginnen wir mit der Arbeitssuche. Arbeit suchen. Einen Job suchen. Vielleicht öffnest du eine Webseite. Webseite. Eine Seite. Im Internet. Du siehst viele Stellenanzeigen. Stellenanzeige. Ein Text, in dem eine Firma sagt: Wir suchen eine Person für diese Arbeit. Stelle bedeutet hier Job. Anzeige bedeutet Information. Stellenanzeige. In der Anzeige stehen viele Wörter. Vollzeit, Teilzeit, befristet, unbefristet, Erfahrung, Ausbildung, Schichtarbeit, Homeoffice, Gehalt, Bewerbung, Arbeitsort, Arbeitsbeginn. Vollzeit bedeutet, du arbeitest viele Stunden pro Woche, oft etwa 40 Stunden. Teilzeit bedeutet, du arbeitest weniger Stunden. Befristet bedeutet, der Vertrag hat ein Ende. Zum Beispiel 6 Monate oder 1 Jahr. Unbefristet bedeutet, der Vertrag hat kein festes Ende. Schichtarbeit bedeutet, du arbeitest zu verschiedenen Zeiten. Frühschicht, Arbeit am Morgen, Spätschicht, Arbeit am Nachmittag oder Abend, Nachtschicht, Arbeit in der Nacht. Homeoffice bedeutet, du arbeitest von zu Hause. Nicht immer. Nur wenn die Firma es erlaubt. Vielleicht liest du eine Anzeige und denkst, ich verstehe nur die Hälfte. Hälfte. Ein Teil von 2 gleichen Teilen. Die Hälfte verstehen ist schon etwas. Etwas. Something. Du musst nicht jedes Wort verstehen.
Zuerst suche die wichtigen Informationen. Welche Arbeit ist es? Wo ist die Arbeit? Wie viele Stunden? Welche Sprache braucht man? Welche Erfahrung? Wie kann man sich bewerben? Das bedeutet, du sagst einer Firma offiziell, dass du diesen Job möchtest. Für die Bewerbung brauchst du oft einen Lebenslauf. Ein Dokument über dich. Dein Name, deine Adresse, deine Telefonnummer, deine E-Mail, deine Ausbildung. Ausbildung bedeutet, was du gelernt hast. Deine Berufserfahrung. Berufserfahrung bedeutet, wo und wie du schon gearbeitet hast. Deine Fähigkeiten. Fähigkeit bedeutet etwas, das du kannst. Deine Sprachen. Deutsch, Englisch, andere Sprachen. Vielleicht Zertifikate. Zertifikat. Ein offizielles Papier, das zeigt, dass du etwas gelernt hast. Ein Lebenslauf in Deutschland sollte klar sein. Klar bedeutet, gut zu verstehen. Nicht zu bunt. Nicht zu chaotisch. Chaotisch bedeutet unordentlich, verwirrend. Der Lebenslauf zeigt, wer bist du, was kannst du, was hast du gemacht. Er muss nicht perfekt sein, aber er sollte ordentlich sein. Ordentlich. Mit Struktur, mit Daten, mit kurzen Informationen. Vielleicht brauchst du auch ein Anschreiben. Anschreiben. Ein Brief an die Firma. Im Anschreiben erklärst du, warum du dich bewirbst. Warum möchtest du diese Stelle? Was kannst du gut? Warum passt du zur Firma? Das klingt schwer, aber man kann es einfach machen. Ein Anschreiben muss nicht ein Roman sein. Roman. Ein langes Buch. Ein Anschreiben kann kurz, höflich und klar sein. Zum Beispiel: Sehr geehrte Damen und Herren, ich interessiere mich für die Stelle als Ich habe Erfahrung in. Ich arbeite zuverlässig, pünktlich und gern. Im Team. Über eine Einladung zu einem Gespräch freue ich mich sehr. Mit freundlichen Grüßen. Das ist ein einfacher Anfang. Sehr geehrte Damen und Herren. Formelle Begrüßung. Mit freundlichen Grüßen. Formeller Abschluss. Formell bedeutet offiziell, höflich, nicht zu locker. Wenn du die Bewerbung sendest, wartest du. Warten. Wait. Warten ist nicht leicht. Du schaust auf deine E-Mails. E-Mail. Nachricht im Internet. Vielleicht kommt keine Antwort. Keine Antwort. Das tut weh. Vielleicht kommt eine Absage. Absage bedeutet, nein, du bekommst die Stelle nicht. Das fühlt sich schlecht an. Aber eine Absage bedeutet nicht, du bist schlecht. Es bedeutet nur, diese Stelle hat nicht geklappt.
Klappen bedeutet funktionieren, gelingen. Eine Bewerbung klappt nicht. Eine andere vielleicht schon. Eine Lösung ist nicht nur eine Bewerbung senden. Mehrere Bewerbungen, aber nicht völlig ohne Plan. Plan. Du suchst passende Stellen. Passend bedeutet, es passt zu dir, zu deiner Erfahrung, zu deinem Deutsch, zu deiner Zeit. Wenn dein Deutsch noch A2 ist, suchst du vielleicht zuerst eine Arbeit mit einfachen Gesprächen. Wenn dein Deutsch B1 ist, kannst du mehr sprechen. Wenn dein Deutsch B2 ist, kannst du vielleicht schon viel. Im Büro, in der Pflege, im Verkauf, in der Ausbildung, in der Verwaltung machen. Verwaltung bedeutet Büroarbeit mit Organisation und Dokumenten. Verwaltung bedeutet Deutsch lernen für Arbeit ist anders als Deutsch lernen für Prüfungen. Prüfung. Test. Bei der Arbeit brauchst du echte Sätze. Echte Sätze aus dem Alltag. Zum Beispiel: Ich habe eine Frage. Können Sie mir das bitte zeigen? Ich habe das noch nicht verstanden. Soll ich das heute erledigen? Erledigen bedeutet fertig machen. Bis wann brauchen Sie das? Wo finde ich die Datei? Datei. Ein Dokument auf dem Computer. Ich bin gleich fertig. Ich brauche noch 10 Minuten. Diese Sätze sind klein. Aber sie sind sehr nützlich. Nützlich bedeutet useful. Ein guter Weg ist, lerne Deutsch nach Arbeitssituationen. Situation. Ein Moment im Leben. Situation 1. Bewerbung schreiben. Situation 2. Vorstellungsgespräch. Situation 3. Erster Arbeitstag. Situation 4. Kollegen fragen. Situation 5. Pause machen. Situation 6. Fehler melden. Situation 7. Krank melden. Situation 8. Urlaub beantragen. Beantragen bedeutet offiziell fragen oder einen Antrag stellen. Wenn du für jede Situation 3 bis 5 Sätze lernst, wird dein Deutsch stärker. Nicht sofort, aber langsam. Dann kommt vielleicht eine Einladung zum Vorstellungsgespräch. Vorstellungsgespräch. Ein Gespräch mit der Firma, bevor du die Arbeit bekommst. Vorstellung bedeutet, du zeigst dich. Gespräch bedeutet sprechen. Vorstellungsgespräch. Du bist nervös. Nervös bedeutet unruhig, aufgeregt. Dein Herz schlägt schneller. Du denkst, was fragen Sie? Verstehe ich alles? Was soll ich anziehen? Anziehen. Kleidung tragen.
Vor dem Gespräch kannst du dich vorbereiten. Vorbereiten. Ready machen. Du suchst die Adresse. Adresse. Straße, Hausnummer, Stadt. Du planst den Weg. Weg. Route. Du schaust, wie lange die Bahn fährt. Bahn. Zug, U-Bahn, Straßenbahn. Du gehst früher los. Früher. Nicht knapp. Wenn du zu spät kommst, ist das schlecht. Zu spät. Später als die vereinbarte Zeit. Pünktlichkeit ist in Deutschland wichtig. Pünktlichkeit. Zur richtigen Zeit kommen. Du ziehst saubere Kleidung an. Sauber. Clean. Nicht immer Anzug. Anzug. Sehr formelle Kleidung. Das hängt vom Job ab. Hängt ab bedeutet, es kommt darauf an. Für ein Büro vielleicht Hemd oder Bluse. Für ein Restaurant ordentlich und sauber. Für eine Werkstatt praktisch und gepflegt. Gepflegt bedeutet ordentlich, sauber, gut vorbereitet. Du musst nicht reich aussehen. Reich. Viel Geld haben. Du musst ordentlich wirken. Wirken bedeutet einen Eindruck machen. Im Vorstellungsgespräch fragen Sie vielleicht, erzählen Sie etwas über sich? Das ist eine typische Frage. Erzählen bedeutet sprechen, berichten. Du kannst eine kurze Antwort vorbereiten. Kurz, nicht zu lang. Mein Name ist, ich komme aus, ich lebe seit in Deutschland. Ich habe Erfahrung in, ich arbeite gern mit Menschen. Ich bin zuverlässig und lerne schnell. Zuverlässig. Man kann dir vertrauen. Schnell lernen. Du verstehst neue Dinge und kannst sie anwenden. Anwenden bedeutet benutzen. Sie fragen vielleicht, warum möchten Sie bei uns arbeiten? Du kannst sagen, ich finde die Stelle interessant. Interessant bedeutet, es zieht deine Aufmerksamkeit an. Ich möchte meine Erfahrung einbringen. Einbringen bedeutet, etwas von dir in die Arbeit geben. Ich möchte mich weiterentwickeln. Weiterentwickeln. Besser werden, wachsen. Ich möchte langfristig arbeiten. Langfristig bedeutet für eine längere Zeit. Nicht nur kurz. Vielleicht fragen Sie nach deinen Stärken. Stärke. Etwas, das du gut kannst. Du kannst sagen, ich bin pünktlich. Ich arbeite sorgfältig. Sorgfältig bedeutet mit Aufmerksamkeit, nicht schnell und schlampig. Schlampig bedeutet unordentlich, ohne Sorgfalt. Ich bin freundlich zu Kunden. Kunde. Eine Person, die etwas kauft oder eine Dienstleistung bekommt. Dienstleistung. Service. Ich arbeite gut im Team. Team. Gruppe von Menschen,
die zusammenarbeiten. Vielleicht fragen sie nach Schwächen. Schwäche. Etwas, das du noch verbessern möchtest. Du kannst ehrlich, aber klug antworten. Klug bedeutet smart. Mein Deutsch ist noch nicht perfekt, aber ich lerne jeden Tag und frage nach, wenn ich etwas nicht verstehe. Nachfragen. Noch einmal fragen, um sicher zu sein. Das ist eine gute Antwort. Sie zeigt Ehrlichkeit. Ehrlichkeit bedeutet, du sagst die Wahrheit. Sie zeigt auch Lösung. Du lernst. Du fragst. Du verbesserst dich. Nach dem Gespräch wartest du wieder. Vielleicht bekommst du eine Zusage. Zusage bedeutet, ja, du bekommst die Stelle. Das ist ein schöner Moment. Schön. Gut, angenehm. Vielleicht lächelst du. Vielleicht rufst du deine Familie an. Vielleicht sagst du, ich habe den Job bekommen. Bekommen bedeutet erhalten. Du bist froh. Froh bedeutet happy. Ein neuer Schritt beginnt. Dann kommt der Arbeitsvertrag. Arbeitsvertrag. Ein offizieller Vertrag zwischen dir und der Firma. Vertrag bedeutet eine schriftliche Vereinbarung. Im Arbeitsvertrag stehen wichtige Dinge. Dein Name. Name der Firma. Arbeitsort. Arbeitszeit. Gehalt. Beginn. Probezeit. Urlaub. Kündigungsfrist. Aufgaben. Vielleicht Tarifvertrag. Tarifvertrag bedeutet Regeln für Lohn- und Arbeitsbedingungen in bestimmten Branchen. Branche. Arbeitsbereich. Zum Beispiel Pflege, Bau, Gastronomie, Handel. Probezeit. Ein wichtiges Wort. Probezeit bedeutet eine erste Zeit am Anfang der Arbeit. Beide Seiten schauen. Passt es? Passt die Arbeit zu dir? Passt du zur Firma? In der Probezeit kann man oft schneller kündigen. Kündigen bedeutet den Vertrag beenden. Du solltest wissen, wie lange ist die Probezeit? 3 Monate? 6 Monate? Lies den Vertrag. Frage, wenn du unsicher bist. Arbeitszeit. Wie viele Stunden arbeitest du? Pro Woche. Pro Tag. Gibt es Schichten? Gibt es Überstunden? Überstunden. Stunden, die du mehr arbeitest als geplant. Werden Überstunden bezahlt? Bezahlt. Zeit. Du bekommst Geld dafür. Oder bekommst du Freizeit? Freizeitausgleich. Ein langes Wort. Freizeit als Ausgleich für Überstunden. Ausgleich bedeutet Q. Balance. Gehalt. Geld für deine Arbeit. Bruttogehalt und Nettogehalt. Brutto bedeutet Geld vor Steuern und Abgaben. Netto bedeutet Geld, das auf deinem Konto ankommt. Konto. Bankkonto.
Viele Ausländer wundern sich. Im Vertrag steht eine Zahl, aber auf dem Konto kommt weniger. Warum? Steuern, Krankenversicherung, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Pflegeversicherung, viele Abgaben. Abgabe bedeutet Geld, das automatisch abgezogen wird. Abziehen bedeutet wegnehmen, subtrahieren. Brutto ist nicht netto. Brutto, netto. Wichtige Wörter. Urlaub. In Deutschland haben Arbeitnehmer bezahlten Urlaub. Arbeitnehmer. Person, die arbeitet. Bezahlter Urlaub bedeutet, du bekommst frei und bekommst trotzdem Geld. Im Vertrag steht, wie viele Urlaubstage du hast. Urlaubstage. Tage ohne Arbeit. Aber du kannst nicht immer einfach wegbleiben. Wegbleiben. Nicht kommen. Du musst Urlaub beantragen. Urlaub beantragen. Offiziell fragen. Zum Beispiel, ich möchte vom 10 bis 15 August Urlaub nehmen. Ist das möglich? Möglich bedeutet possible. Jetzt kommt der erste Arbeitstag. Erster Arbeitstag. Ein sehr wichtiger Tag. Vielleicht schläfst du schlecht. Schlecht schlafen. Nicht gut schlafen. Du bist nervös. Du stehst früh auf. Früh. Early. Du ziehst dich an. Du nimmst deine Tasche. Tasche. Berg. Du nimmst vielleicht deinen Arbeitsvertrag, deinen Ausweis, deine Bankdaten, deine Steuer-ID. Steuer-ID. Nummer für Steuern. Du nimmst Essen mit. Mitnehmen. Etwas dabei haben. Vielleicht Brot. Obst. Wasser. Kaffee. Du gehst los. Früher als nötig. Das gibt Ruhe. Ruhe. Calm. Du kommst an. Ankommen. Arrive. Du sagst, guten Morgen, ich bin neu hier. Heute ist mein erster Arbeitstag. Dieser Satz ist sehr nützlich. Nützlich. Useful. Jemand zeigt dir den Arbeitsplatz. Arbeitsplatz. Der Ort, an dem du arbeitest. Vielleicht ein Büro. Büro. Office. Vielleicht eine Küche. Küche. Kitchen. Vielleicht eine Station im Krankenhaus. Station. Bereich im Krankenhaus. Vielleicht ein Lager. Lager. Warehouse. Vielleicht ein Laden. Laden. Shop. Vielleicht eine Baustelle. Baustelle. Construction Site. Du lernst Kollegen kennen. Kennenlernen. Zum ersten Mal treffen. Hallo, ich heiße. Schön, dich kennenzulernen. Oder formeller, schön, Sie kennenzulernen. Du und sie. Das ist wichtig. Du ist informell. Sie ist formell.
In Deutschland ist sie in vielen Arbeitsplätzen am Anfang normal. Besonders mit Chef, Kunden oder älteren Personen. Aber in vielen Teams sagt man schnell du. Manche Firmen sagen alle du. Manche Firmen bleiben bei sie. Beobachte. Beobachten bedeutet schauen und lernen. Wenn du unsicher bist, kannst du fragen, sagen wir du oder sie? Das ist eine gute Frage. Direkt und höflich. Chef, Chefin, Vorgesetzter, Vorgesetzte. Das sind Personen, die Verantwortung für das Team haben. Verantwortung. Responsibility. Sie geben Aufgaben. Aufgabe. Task. Sie erklären Regeln. Regel. Rule. Sie sagen vielleicht, wenn Sie Fragen haben, kommen Sie gern auf mich zu. Auf jemanden zukommen bedeutet, jemanden ansprechen. Sprechen. Du kannst das nutzen. Nutzen bedeutet benutzen. Wenn du etwas nicht verstehst, frage. Fragen ist nicht schlecht. Fragen ist professionell. Professionell bedeutet passend für die Arbeit, ernsthaft, gut. Am ersten Tag bekommst du vielleicht viele Informationen. Zu viele. Passwort. Computer. Schlüssel. Dienstplan. Pausenraum. Toiletten. Sicherheitsregeln. E-Mail. Telefon. Team. Aufgaben. Kunden. Prozesse. Prozess. Ablauf. Ein Ablauf ist die Reihenfolge von Dingen. Dein Kopf wird voll. Voll. Too full. Das ist normal. Du kannst nicht alles sofort merken. Merken bedeutet im Kopf behalten. Eine gute Strategie ist Notizen machen. Notizen. Kurze Texte für dich. Schreibe Wörter auf. Schreibe Namen auf. Schreibe wichtige Orte auf. Pausenraum. Drucker. Lager. Materialschrank. Chefbüro. Eingang. Ausgang. Schreibe auch Sätze auf, die du oft hörst. Das machen wir immer so. Bitte zuerst hier unterschreiben. Die Datei liegt im Ordner. Die Kundennummer steht oben rechts. Kundennummer. Nummer für einen Kunden. Solche Sätze sind Arbeitssprache. Arbeitssprache. Deutsch bei der Arbeit. Wenn jemand schnell erklärt, sag, könnten Sie das bitte etwas langsamer erklären? Langsamer. Nicht so schnell. Oder darf ich mir das kurz aufschreiben? Darf ich? May I? Sehr höflich. Darf ich mir das kurz aufschreiben? Dieser Satz zeigt, du willst lernen. Du bist nicht unaufmerksam. Unaufmerksam bedeutet nicht konzentriert. Du bist konzentriert. Konzentriert. Focused. Du willst richtig arbeiten. In Deutschland ist selbstständiges Arbeiten oft wichtig. Selbstständig bedeutet, du machst Dinge allein, ohne immer zu warten. Aber am Anfang kannst du nicht alles selbstständig machen. Du brauchst
Einweisung. Einweisung bedeutet, jemand zeigt dir, wie etwas funktioniert. Du kannst sagen, könnten Sie mir bitte zeigen, wie das hier gemacht wird? Zeigen. Show. Gibt es dafür eine Anleitung? Anleitung. Instruction. Wer ist meine Ansprechperson? Ansprechperson. Person, die du fragen kannst. Das ist ein sehr wichtiges Wort. Ansprechperson. Wer kann mir helfen? Wer ist zuständig? Zuständig bedeutet verantwortlich. Pausen sind auch wichtig. Pause. Zeit ohne Arbeit. In Deutschland gibt es Pausenregeln. Aber jede Firma ist anders. Manche machen Frühstückspause. Manche Mittagspause. Manche kurze Kaffeepause. Kaffee. Sehr wichtig in vielen deutschen Arbeitsplätzen. Nicht überall, aber oft. Im Pausenraum sprechen Kollegen. Pausenraum. Room for Break. Sie sprechen über das Wochenende. Wochenende. Samstag und Sonntag. Über das Wetter. Wetter. Sunny, rainy, cold. Über Familie. Über Fußball. Über Arbeit. Vielleicht verstehst du nicht alles. Das ist normal. Pausengespräche sind eine Chance. Chance bedeutet Möglichkeit. Du kannst kurze Sätze üben. Wie war dein Wochenende? Was hast du gemacht? Das Wetter ist heute schön. Ich lerne noch Deutsch. Kannst du das bitte wiederholen? Pausengespräche müssen nicht tief sein. Tief bedeutet deep. Kleine Gespräche sind gut. Smalltalk. Auf Deutsch sagt man oft auch Smalltalk. Ein kleines Gespräch ohne großes Thema. Smalltalk hilft, Beziehungen aufzubauen. Beziehung. Connection. Viele Deutsche sprechen gern über Wetter. Wetter ist sicher. Sicher bedeutet safe. Es ist kein zu privates Thema. Heute ist es kalt. Es regnet schon wieder. Endlich scheint die Sonne. Endlich. Finally. Der Sommer kommt. Solche Sätze sind einfach und nützlich. Lerne Wettersätze. Sie helfen im Büro, im Laden, mit Nachbarn, mit Kollegen. Dann gibt es E-Mails. E-Mail schreiben ist eine wichtige Fähigkeit. Fähigkeit bedeutet Skill. Viele Arbeitsplätze benutzen E-Mails. Eine deutsche Arbeits-E-Mail ist oft klar und höflich. Nicht zu emotional, nicht zu lang. Zuerst Begrüßung. Guten Morgen, Frau Müller oder Hallo, Herr Schneider oder liebe Kolleginnen und Kollegen. Dann der Inhalt. Inhalt. Content. Dann Abschluss. Vielen Dank. Viele Grüße. Mit freundlichen Grüßen. Je nach Situation. Wenn du eine Aufgabe bestätigst, kannst du schreiben: Vielen Dank für die Information. Ich kümmere mich darum. Sich kümmern bedeutet etwas erledigen, sich verantwortlich fühlen.
Ich kümmere mich darum. Sehr nützlich. Wenn du etwas nicht verstehst, könnten Sie mir bitte kurz erklären, was genau ich tun soll? Was genau? Precise. Wenn du mehr Zeit brauchst, ich brauche dafür noch etwas Zeit und melde mich später wieder. Sich melden. Kontakt aufnehmen. Später wieder. Later again. Wenn du krank bist, musst du krank melden. Krank melden bedeutet der Arbeit sagen, dass du krank bist. In Deutschland ist das wichtig. Du kannst nicht einfach fehlen. Fehlen bedeutet nicht da sein. Wenn du krank bist, informierst du die Firma so früh wie möglich. So früh wie möglich. As early as possible. Du schreibst oder rufst an. Guten Morgen, leider bin ich krank und kann heute nicht zur Arbeit kommen. Leider. Unfortunately. Ich gehe zum Arzt und melde mich danach wieder. Das ist klar und professionell. Vielleicht brauchst du eine Krankschreibung. Krankschreibung. Ein offizielles Dokument vom Arzt. Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Sehr langes Wort. Arbeit. Unfähig. Bescheinigung. Es bedeutet, du kannst wegen Krankheit nicht arbeiten. Viele sagen kurz AU. AU. Du musst wissen, ab wann deine Firma eine Krankschreibung braucht. Am ersten Tag? Ab dem dritten Tag? Frage vorher. Ab wann brauche ich eine Krankschreibung? Das ist eine wichtige Frage. Kranksein ist kein persönliches Versagen. Versagen. Failure. Jeder Mensch wird krank. Wichtig ist, sag Bescheid. Bescheid sagen bedeutet informieren. Bleib nicht einfach weg. Einfach wegbleiben wirkt unzuverlässig. Unzuverlässig bedeutet, man kann dir nicht vertrauen. Aber wenn du dich ordentlich krank meldest, ist das normal. Normal und professionell. Auch Urlaub muss man planen. Urlaub. Freie Tage. Vielleicht möchtest du deine Familie besuchen. Besuchen. Visit. Vielleicht möchtest du reisen. Reisen. Travel. Vielleicht brauchst du Erholung. Erholung bedeutet Ruhe und neue Kraft. Du kannst nicht einfach sagen, morgen komme ich nicht. Du musst Urlaub beantragen. Beantragen. Offiziell fragen. Ich möchte vom bis Urlaub nehmen. Ist das möglich? Wenn viele Kollegen gleichzeitig Urlaub wollen, kann es schwierig sein. Gleichzeitig. At the same time. Deshalb früh fragen. Früh. Early. In Deutschland ist Planung oft wichtig. Planung. Plan machen. Kalender. Termine. Fristen. Frist bedeutet Deadline. Viele Menschen planen Wochen oder Monate vorher. Das kann für manche Kulturen sehr streng wirken. Streng. Strict. Aber es gibt auch Sicherheit. Sicherheit. Wenn du planst, weißt du mehr. Andere wissen auch mehr. Weniger Chaos. Chaos.
Unordnung, Verwirrung. Ein anderes wichtiges Thema sind Fehler. Fehler, Mistake. Du wirst Fehler machen. Jeder macht Fehler. Auch deutsche Kollegen. Auch erfahrene Kollegen. Erfahren bedeutet mit viel Erfahrung. Fehler passieren. Passieren. Happen. Die Frage ist nicht, machst du nie Fehler? Die Frage ist, wie reagierst du auf Fehler? Reagieren. Antworten. Handeln. Wenn du einen Fehler machst, verstecke ihn nicht. Verstecken bedeutet hidden machen. Sag ruhig, mir ist ein Fehler passiert. Oder ich habe das falsch gemacht. Wie kann ich es korrigieren? Korrigieren. Besser machen. Oder danke für den Hinweis. Ich mache es beim nächsten Mal anders. Beim nächsten Mal. Next time. Diese Sätze sind stark. Sie zeigen Verantwortung. Verantwortung übernehmen. Du sagst, ja, ich sehe das Problem. Ich möchte es besser machen. Manche Menschen haben Angst vor Kritik. Kritik. Wenn jemand sagt, was nicht gut war. Kritik kann wehtun. Wehtun. Hurt. Besonders in einer neuen Sprache. Du verstehst vielleicht nur falsch, nicht gut, nochmal. Dann fühlst du dich schlecht. Aber Kritik ist nicht immer Angriff. Angriff. Attack. Oft ist Kritik eine Information. Information. So soll es besser werden. Du kannst innerlich sagen, ich bin nicht der Fehler. Ich habe einen Fehler gemacht. Das ist anders. Ich bin nicht schlecht. Ich lerne. Wenn die Kritik unklar ist, frage. Können Sie mir bitte ein Beispiel geben? Beispiel. Example. Oder wie soll ich es richtig machen? Richtig. Correct. Diese Fragen helfen. Sie machen Kritik praktisch. Praktisch. Useful. Nicht nur Gefühl, sondern Handlung. Handlung bedeutet Action. Kollegen sind ein großer Teil der Arbeit. Kollegen können helfen. Kollegen können aber auch schwierig sein. Schwierig. Difficult. Manche Kollegen sprechen schnell. Manche erklären wenig. Manche sind geduldig. Geduldig bedeutet Patient. Manche sind ungeduldig. Ungeduldig bedeutet, sie wollen schnell, sie warten nicht gern. Manche sind freundlich. Manche sind distanziert. Distanziert bedeutet mit Abstand. Nicht sehr persönlich. Du musst nicht alle Kollegen lieben. Leben. Love. Du musst nicht mit allen privat befreundet sein. Privat. Nicht Arbeit. Aber du solltest respektvoll sein. Respektvoll. Mit Achtung. Grüßen. Danke sagen. Fragen stellen. Antworten geben. Informationen teilen. Teilen. Share. Wenn du Hilfe bekommst, sag Danke. Wenn du etwas nicht schaffst, sag früh Bescheid. Früh Bescheid sagen. Nicht erst ganz am Ende. Ende. Finish.
Wenn du ein Problem früh sagst, kann man es lösen. Lösen. Fix. Wenn du zu lange wartest, wird das Problem größer. Ein wichtiger Satz. Ich schaffe das bis heute Nachmittag nicht. Können wir die Priorität klären? Schaffen. Etwas fertig bekommen. Priorität. Was ist wichtiger? Klären. Klar machen. Das ist fortgeschritten, aber sehr nützlich. Einfacher. Ich habe zu viele Aufgaben. Was soll ich zuerst machen? Zuerst. First. Dieser Satz hilft sehr. Viele Menschen bekommen viele Aufgaben. Wenn du nicht weißt, was zuerst kommt, frage. Auch Hierarchie ist wichtig. Hierarchie. Wer entscheidet? Wer ist Chef? Wer ist Teamleiter? Teamleiter. Person, die ein Team leitet. Leiten bedeutet führen, organisieren. Wer ist zuständig? Nicht immer darfst du alles selbst entscheiden. Entscheiden. Choose. Entscheidung. Decision. Wenn du unsicher bist, frage, darf ich das selbst entscheiden? Oder wer entscheidet das? Das ist professionell. In manchen deutschen Teams ist Kommunikation direkt. Direkt. Klar. Ohne viele weiche Worte. Zum Beispiel, das ist falsch. Das geht so nicht. Bitte ändern. Ändern. Change. Für manche Menschen klingt das hart. Alte. Hart. Not soft. Aber oft ist es nicht persönlich. Es ist sachlich. Sachlich bedeutet auf die Sache bezogen, nicht auf Gefühle. Sachliche Kommunikation ist in Deutschland häufig. Nicht überall, aber oft. Du kannst lernen, sachlich zu antworten. Sachlich antworten. Nicht sofort verletzt sein. Verletzt. Hurt. Zum Beispiel. Okay, danke. Ich ändere das. Oder verstanden. Ich mache es neu. Oder können Sie mir bitte zeigen, welche Stelle falsch ist? Stelle. Part. Place. Diese Sätze sind ruhig. Ruhig und stark. Aber wenn jemand wirklich respektlos ist, ist das etwas anderes. Respektlos. Ohne Respekt. Beleidigungen sind nicht okay. Beleidigung. Hurtful words. Rassismus ist nicht okay. Rassismus. Schlechte Behandlung wegen Herkunft oder Aussehen ist. Wenn so etwas passiert, suche Hilfe. Hilfe. Sprich mit einer Vertrauensperson. Vertrauensperson. Person, der du vertraust. Sprich mit Vorgesetzten, Betriebsrat oder Beratungsstelle. Betriebsrat. Gruppe in manchen Firmen, die Arbeitnehmer unterstützt. Unterstützung ist wichtig. Du musst schwere Dinge nicht allein tragen.
Übertragen. Carrie. Jetzt sprechen wir über Arbeitskultur. Arbeitskultur bedeutet, wie Menschen bei der Arbeit denken und handeln. In Deutschland mögen viele Menschen klare Aufgaben. Aufgabe, Task, klare Zuständigkeit. Zuständigkeit. Wer macht was? Klare Zeiten. Wann beginnt die Arbeit? Wann endet die Arbeit? Klare Pausen. Klare Regeln. Das kann streng wirken. Aber es kann auch helfen. Du weißt, was erwartet wird. Erwartet. Expected. Pünktlichkeit ist Teil der Arbeitskultur. Komm pünktlich. Wenn du zu spät bist, melde dich. Entschuldigung, die Bahn hat Verspätung. Ich komme etwa 10 Minuten später. Verspätung. Delay. Etwa. Approximately. Das ist besser als nichts sagen. Nichts sagen macht Stress für andere. Sag Bescheid. Bescheid sagen ist Verantwortung. Auch Zuverlässigkeit ist sehr wichtig. Zuverlässigkeit. Menschen können sich auf dich verlassen. Sich verlassen auf Trust. Wenn du sagst, ich mache das bis Freitag, dann machst du es bis Freitag. Wenn du es nicht schaffst, sag vorher Bescheid. Vorher. Before. Nicht nachher. Nachher. After. Zuverlässigkeit wächst durch kleine Dinge. Pünktlich kommen. Aufgaben erledigen. Informationen weitergeben. Ehrlich sein. Fragen stellen. Fehler melden. Jetzt Deutsch lernen für die Arbeit. Das ist ein eigener Weg. Ein Weg. Du brauchst nicht zuerst perfektes Deutsch, bevor du arbeitest. Viele Menschen lernen Deutsch durch Arbeit. Durch bedeutet true. Sie lernen, weil sie jeden Tag hören. Jeden Tag sprechen. Jeden Tag neue Wörter sehen. Aber du kannst das Lernen bewusst machen. Bewusst bedeutet mit Aufmerksamkeit. Nimm jeden Tag 3 Arbeitswörter. 3 Wörter. Nicht 30. 3. Zum Beispiel Montag. Aufgabe erledigen. Frist. Dienstag. Besprechung. Protokoll. Zuständig. Mittwoch. Kunde. Rechnung. Lieferung. Donnerstag. Pause. Schicht. Dienstplan. Freitag. Krank melden. Urlaub. Bescheid. Schreibe jedes Wort mit einem Satz. Aufgabe. Ich habe heute eine wichtige Aufgabe. Erledigen. Ich erledige die Aufgabe bis morgen. Frist. Die Frist ist am Freitag. So lernst du Wörter mit Leben. Nicht nur Liste. Liste ist gut. Aber Satz ist besser. Sprich Sätze laut. Laut. T, t, t.
mit Stimme. Nicht nur im Kopf. Dein Mund muss Deutsch trainieren. Mund, Zunge, Stimme. Sprache ist körperlich. Körperlich bedeutet mit dem Körper. Wenn du nur liest, kann dein Kopf verstehen. Aber beim Sprechen ist der Mund langsam. Deshalb übe laut. Ich habe eine Frage. Ich bin gleich fertig. Ich brauche Hilfe. Könnten Sie das bitte wiederholen? Ich melde mich später. Wahr. Sprich langsam. Dann natürlicher. Dann schneller. Wiederholung. 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 Ein sehr nützlicher Satz ist: Ich möchte sicher sein, dass ich es richtig verstanden habe. Sicher sein. To be sure. Richtig verstanden. Correctly understood. Dieser Satz ist sehr professionell. Du kannst danach wiederholen, was du verstanden hast. Ich soll zuerst die Liste prüfen und dann die E-Mail senden, richtig? Das ist stark. Du zeigst. Ich höre zu. Ich will Fehler vermeiden. Vermeiden. Avoid. Ein anderer nützlicher Satz. Könnten Sie mir das bitte schriftlich schicken? Schriftlich. In writing. Wenn jemand dir viele Informationen mündlich gibt, ist das schwer. Mündlich. Spoken. Schriftlich ist leichter. Du kannst später lesen. Langsam. Mit Wörterbuch. Wörterbuch. Dictionary. Du kannst sagen: Damit ich nichts falsch verstehe, könnten Sie mir das bitte kurz per E-Mail schicken? Das ist höflich und sehr praktisch. Jetzt sprechen wir über Besprechungen. Besprechung. Meeting. Viele Firmen haben Besprechungen. Team-Meeting. Projektmeeting. Übergabe. Übergabe bedeutet Informationen von einer Person oder Schicht an die nächste geben. In einer Besprechung sprechen Menschen oft schnell. Sie benutzen Abkürzungen. Sie sagen Namen, Termine, Aufgaben. Du sitzt da und versuchst zu folgen. Folgen bedeutet verstehen, was passiert. Das kann schwer sein. Eine Lösung. Bereite dich vor. Wenn es eine Tagesordnung gibt, lies sie vorher. Tagesordnung. Liste der Themen im Meeting. Schreibe Fragen auf. Während der Besprechung mach Notizen. Notizen. Schreib wichtige Wörter. Wenn du etwas sagen möchtest, kannst du einfache Sätze benutzen. Ich habe dazu eine Frage. Könnten Sie den letzten Punkt bitte wiederholen? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Wer übernimmt diese Aufgabe? Übernehmen bedeutet Verantwortung nehmen. Diese Sätze helfen dir, aktiv zu sein. Aktiv. Nicht nur still sitzen. Nach der Besprechung kannst du eine kurze Nachricht schreiben. Vielen Dank für die Besprechung. Ich habe verstanden, dass ich bis Freitag die Liste aktualisiere. Aktualisieren bedeutet auf den neuesten Stand bringen. Das ist gut.
So prüfst du dein Verständnis. Verständnis. Understanding. Wenn du falsch verstanden hast, kann jemand dich korrigieren. Korrigieren. Correct. Jetzt sprechen wir über Kunden. Kundenkontakt. Kontakt mit Kunden. Wenn du im Verkauf, Restaurant, Hotel, Büro, Callcenter, Pflege oder Service arbeitest, sprichst du vielleicht mit Kunden. Kunde kann freundlich sein. Kunde kann ungeduldig sein. Kunde kann wütend sein. Wütend. Angry. Du brauchst ruhige Sätze. Wie kann ich Ihnen helfen? Einen Moment, bitte. Ich frage kurz nach. Nachfragen. Ask someone else. Danke für Ihre Geduld. Geduld. Patience. Es tut mir leid, das ist im Moment nicht möglich. Nicht möglich. Not possible. Wenn ein Kunde schnell spricht, sag: Entschuldigung, könnten Sie das bitte wiederholen? Wenn ein Kunde böse wird, bleib ruhig. Ruhig bleiben. Nicht zurückschreien. Schreien. Laut und aggressiv sprechen. Du kannst sagen: Ich verstehe, dass das ärgerlich ist. Ärgerlich. Annoying. Ich schaue, was ich tun kann. Das ist ein guter Satz. Ich schaue, was ich tun kann. Du versprichst nicht zu viel. Versprechen. Promise. Du sagst nur: Ich prüfe es. Jetzt sprechen wir über Feierabend. Feierabend. Ende der Arbeit. Ein schönes Wort. Feierabend bedeutet, die Arbeit ist für heute fertig. Du gehst nach Hause. Du packst deine Sachen. Du schaltest den Computer aus. Ausschalten. Turn off. Du verabschiedest dich. Verabschieden. Goodbye. Sagen: Tschüss. Schönen Feierabend. Bis morgen. Schönen Feierabend. Ein sehr deutscher Satz. Er bedeutet: Hab eine gute Zeit nach der Arbeit. Du kannst ihn jeden Tag benutzen. Nach der Arbeit bist du vielleicht müde. Müde. Tired. Nicht nur körperlich. Körperlich. Müde. Auch sprachlich müde. Sprachlich müde bedeutet, dein Kopf ist müde von Deutsch. Du hast den ganzen Tag gehört, übersetzt, gesprochen, verstanden, nachgefragt. Das kostet Energie. Energie. Kraft. Deshalb brauchst du Erholung. Erholung. Ruhe nach Anstrengung. Vielleicht gehst du spazieren. Spazieren. Walk. Vielleicht kochst du. Kochen. Vielleicht hörst du Musik aus deiner Heimat. Heimat. Home. Vielleicht rufst du jemanden an. Anrufen. Kreit. Call. Das ist gut. Du brauchst dein altes Ich und dein neues Leben. Beide dürfen da sein. Jetzt sprechen wir über Grenzen.
Grenze, eine Linie. Auf der Arbeit ist es gut, hilfsbereit zu sein. Hilfsbereit, bereit zu helfen. Aber du brauchst auch Grenzen. Wenn du immer Ja sagst, wirst du müde. Sehr müde. Du kannst lernen, höflich Nein zu sagen. Nein sagen ist schwer, besonders in einer neuen Sprache. Aber es ist wichtig. Höfliche Sätze, das schaffe ich heute leider nicht. Ich kann das morgen machen. Ich habe gerade eine andere dringende Aufgabe. Dringend bedeutet schnell wichtig. Können wir klären, was zuerst wichtig ist? Das ist kein unfreundliches Nein. Das ist klare Kommunikation. Klare Kommunikation schützt dich. Schützen. Protect. Und sie hilft dem Team. Jetzt sprechen wir über Weiterbildung. Weiterbildung. Weiterlernen für den Beruf. In Deutschland ist Weiterbildung wichtig. Manche Firmen bieten Kurse an. Kurs, Class, Sprachkurs, Computerkurs, Sicherheitskurs, Hygieneschulung, Hygiene, Sauberkeit, besonders in Küche, Medizin, Pflege, Schulung, Training. Wenn deine Firma eine Schulung anbietet, nimm sie ernst. Ernst nehmen. Wichtig finden. Schulungen helfen dir, Regeln zu verstehen. Sie geben dir auch Wörter für deinen Beruf. Du kannst auch selbst fragen, gibt es eine Schulung für neue Mitarbeiter? Person, die in der Firma arbeitet. Gibt es Unterlagen zum Nachlesen? Nachlesen. Später lesen. Kann ich bei jemandem mitlaufen? Mitlaufen bedeutet, mit einer erfahrenen Person zusammenarbeiten und schauen. Besonders am Anfang ist Mitlaufen sehr hilfreich. Du siehst, wie andere arbeiten. Du hörst echte Sätze. Du lernst Abläufe. Ablauf. Reihenfolge von Arbeitsschritten. Jetzt sprechen wir über kleine Erfolge im Arbeitsalltag. Kleine Erfolge sind wichtig. Vielleicht hast du heute zum ersten Mal allein eine E-Mail geschrieben. Erfolg. Vielleicht hast du eine Kundin verstanden. Erfolg. Vielleicht hast du deinen Chef gefragt, ohne Angst wegzulaufen. Erfolg. Vielleicht hast du einen Fehler gemeldet. Erfolg. Vielleicht hast du ein deutsches Wort benutzt, das gestern noch neu war. Erfolg. Erfolg ist nicht nur Beförderung. Beförderung bedeutet Higher Position. Erfolg ist auch ein kleiner Schritt nach vorne. Schreibe deine Erfolge auf. Erfolgstagebuch. Tagebuch für Erfolge. Jeden Tag ein Satz. Heute habe ich pünktlich angefangen. Heute habe ich eine Frage gestellt. Heute habe ich eine Besprechung besser verstanden. Heute habe ich mit einer Kollegin gesprochen. Heute habe ich einen neuen Satz gelernt. Diese Sätze machen dein Selbstvertrauen stärker. Selbstvertrauen. Vertrauen in dich selbst. Selbstvertrauen wächst langsam. Es kommt nicht an einem Tag. Am Anfang denkst du vielleicht, ich kann das nicht. Dann, ich kann ein bisschen.
Dann, ich kann mehr. Dann, ich kann vieles, aber nicht alles. Das ist normal. Niemand kann alles. Auch Muttersprachler fragen. Auch Muttersprachler machen Fehler. Auch Muttersprachler lernen neue Wörter, besonders in neuen Berufen. Beruf, Job, Profession. Du bist nicht allein im Lernen. Jetzt wiederholen wir wichtige Arbeitssätze. Wiederholen. Noch einmal. Ich habe eine Frage. Könnten Sie das bitte wiederholen? Könnten Sie das bitte langsamer erklären? Darf ich mir das aufschreiben? Wer ist dafür zuständig? Bis wann soll ich das erledigen? Was ist zuerst wichtig? Ich bin gleich fertig. Ich brauche noch etwas Zeit. Ich melde mich später. Danke für den Hinweis. Ich korrigiere das. Ich habe das verstanden. Ich möchte sicher sein, dass ich es richtig verstanden habe. Diese Sätze sind Werkzeuge. Werkzeug. Tool. Mit Werkzeug kann man bauen. Du baust deine Arbeitssprache. Satz für Satz. Werkzeug für Werkzeug. Je mehr Werkzeuge du hast, desto sicherer arbeitest du. Sicherer. More secure. Nicht perfekt, aber sicherer. Jetzt stellen wir uns einen ruhigen Arbeitstag vor. Du wachst morgens auf. Der Wecker klingelt. Wecker. Alarmglock. Du öffnest die Augen. Du bist noch müde. Aber du stehst auf. Aufstehen. Aus dem Bett kommen. Du machst Kaffee oder Tee. Du ziehst dich an. Du nimmst deine Tasche. Du gehst zur Bahn. Die Luft ist kalt. Kalt. Du wartest an der Haltestelle. Haltestelle. Ort für Bus oder Bahn. Du steigst ein. Einsteigen. In die Bahn gehen. Du fährst zur Arbeit. Du kommst pünktlich an. Pünktlich. Zur richtigen Zeit. Du sagst Guten Morgen. Deine Kollegin sagt Morgen. Kurz. Normal. Du hängst deine Jacke auf. Aufhängen. Hang up. Du startest deinen Computer. Starten. Beginnen. Du öffnest deine E-Mails. Du liest langsam. Eine E-Mail ist schwierig. Du verstehst nicht alles. Früher hättest du Panik bekommen. Panik. Starke Angst. Heute atmest du. Du liest noch einmal. Du markierst wichtige Wörter. Du fragst, könnten Sie mir bitte kurz erklären, was ich hier tun soll? Dein Kollege erklärt. Du machst Notizen. Du verstehst mehr. Nicht alles, aber genug. Später gibt es eine Besprechung. Du sitzt am Tisch. Tisch. Table. Andere sprechen. Du hörst zu. Zuhören. Listen. Du verstehst manche Wörter. Aufgabe. Frist. Kunde. Rechnung. Termin. Du schreibst sie auf. Dann fragst du, wer übernimmt diese Aufgabe? Jemand antwortet. Du verstehst.
Ein kleiner Erfolg. Nach der Besprechung arbeitest du weiter. Weiterarbeiten. Continue working. In der Pause sitzt du mit Kollegen. Sie sprechen über das Wetter. Du sagst, heute ist es wirklich kalt. Alle lachen ein bisschen, weil es stimmt. Du bist Teil des Gesprächs. Teil. Part. Nicht komplett, aber ein bisschen. Ein bisschen ist gut. Ein bisschen wächst. Am Nachmittag machst du einen Fehler. Eine Datei ist im falschen Ordner. Falsch. Nicht richtig. Du merkst es. Merken. Notice. Du sagst, mir ist ein Fehler passiert. Ich korrigiere das sofort. Sofort. Immediately. Dein Kollege sagt, kein Problem. Kein Problem. Es ist okay. Du korrigierst es. Der Tag geht weiter. Ein Fehler war da, aber er hat dich nicht zerstört. Zerstören. Destroy. Du hast reagiert. Ruhig. Professionell. Am Ende des Tages sagst du, schönen Feierabend. Du gehst nach Hause. Du bist müde. Aber du bist auch stolz. Stolz. Proud. Du hast gearbeitet. Du hast Deutsch gesprochen. Du hast gefragt. Du hast gelernt. Du hast einen Fehler korrigiert. Du hast weitergemacht. Weitergemacht. Continued. Das ist viel. Sehr viel. Arbeiten in Deutschland ist ein Lernweg. Lernweg. Ein Weg des Lernens. Du lernst nicht nur Aufgaben. Du lernst auch Menschen. Du lernst Kultur. Du lernst Sprache. Du lernst dich selbst. Du lernst, dass du mutiger bist, als du dachtest. Mutiger. More courageous. Du lernst, dass Fragen erlaubt ist. Erlaubt. Allowed. Du lernst, dass kleine Sätze große Türen öffnen können. Manchmal wird es schwer. Schwer. Difficult. Vielleicht verstehst du an einem Tag wenig. Vielleicht ist ein Kollege ungeduldig. Vielleicht bist du krank. Vielleicht bekommst du Kritik. Vielleicht machst du viele Fehler. Dann erinnere dich, ein schlechter Tag ist nicht dein ganzes Leben. Schlechter Tag. Bad Day. Nur ein Tag. Morgen kann anders sein. Anders. Different. Du darfst schlafen. Du darfst Pause machen. Du darfst neu beginnen. Neu beginnen. Start again. Wenn du an dir zweifelst, sag langsam, ich lerne. Ich bin im Prozess. Prozess. Schritt für Schritt. Ich muss nicht perfekt sein, um nützlich zu sein. Nützlich. Useful. Ich darf Fragen stellen. Ich darf Notizen machen. Ich darf langsam sprechen. Ich darf Deutsch mit Akzent sprechen. Ich darf wachsen. Wachsen. Grow. Deutsch am Arbeitsplatz wird mit der Zeit leichter. Leichter. Not so hard. Beim ersten Mal ist ein Anruf schwer.
Beim 10. Mal ist er weniger schwer. Die erste E-Mail dauert lange. Die 20. E-Mail geht schneller. Die erste Besprechung ist verwirrend. Verwirrend. Confusing. Nach einigen Monaten erkennst du Muster. Muster. Pattern. Du weißt, so sprechen sie. So schreiben sie. So planen sie. So fragen sie. Muster geben Sicherheit. Darum ist Wiederholung wichtig. Wiederholung ist kein Zeichen von Schwäche. Schwäche. Weakness. Wiederholung ist der Weg. Weg. Wiederholung macht Sprache vertraut. Vertraut. Bekannt. Wiederholung macht Arbeit sicherer. Sicherer. Wiederholung macht dich ruhiger. Ruhiger. Weniger Angst. Mehr Klarheit. Jetzt sammeln wir die wichtigsten Wörter noch einmal. Arbeit. Job. Bewerbung. Apply. Lebenslauf. CV. Anschreiben. Cover Letter. Vorstellungsgespräch. Jobinterview. Arbeitsvertrag. Work Contract. Probezeit. Trial Period. Gehalt. Salary. Brutto. Before deductions. Netto. After deductions. Arbeitszeit. Working time. Überstunden. Overtime. Urlaub. Holiday. Krankmeldung. Sick Notice. Krankschreibung. Medical Certificate. Kollege. Coworker. Chef. Boss. Aufgabe. Task. Frist. Deadline. Besprechung. Meeting. E-Mail. E-Mail. Pause. Break. Feierabend. End of Workday. Und jetzt wichtige Eigenschaften. Pünktlich. On time. Zuverlässig. Reliable. Sorgfältig. Careful. Freundlich. Friendly. Geduldig. Patient. Selbstständig. Independent. Teamfähig. Able to work in a team. Lernbereit. Ready to learn. Lernbereit. Ein schönes Wort. Du bist bereit zu lernen. Bereit. Ready. Lernbereit. Dieses Wort ist stark. Viele Firmen mögen lernbereite Menschen. Du musst nicht alles können, aber du solltest lernen wollen. Lernen wollen. Willing to learn. Wenn dein Deutsch noch nicht perfekt ist, kannst du trotzdem wertvoll sein. Wertvoll. Valuable. Vielleicht bist du fleißig. Fleißig bedeutet hardworking. Vielleicht bist du freundlich. Vielleicht bist du sehr genau. Genau. Precise. Vielleicht bist du stark im Team.
Vielleicht sprichst du mehrere Sprachen. Mehrere Sprachen. More than one language. Vielleicht verstehst du Kunden aus anderen Ländern. Vielleicht bringst du neue Ideen. Idee. Idea. Deine Erfahrung zählt. Zählen bedeutet wichtig sein. Du bist nicht nur Ausländer. Ausländer bedeutet Person aus einem anderen Land. Du bist ein Mensch mit Fähigkeiten. Du bist ein Mensch mit Geschichte. Geschichte. Story. Du bist ein Mensch mit Zukunft. Zukunft. Future. Arbeit in Deutschland kann ein Teil dieser Zukunft sein. Nicht der ganze Mensch, aber ein wichtiger Teil. Teil. Part. Am Ende geht es nicht nur darum, einen Job zu haben. Es geht darum, sich sicherer zu fühlen. Sicherer in der Sprache. Sicherer mit Kollegen. Sicherer mit Regeln. Sicherer mit E-Mails. Sicherer mit Aufgaben. Sicherer mit dir selbst. Das ist ein langer Weg, aber ein möglicher Weg. Möglich. Possible. Also gehe Schritt für Schritt. Schritt. Step. Heute ein Satz. Morgen ein Wort. Diese Woche eine E-Mail. Nächste Woche ein Gespräch. Diesen Monat mehr Mut. Mut. Courage. In 3 Monaten mehr Sicherheit. In einem Jahr vielleicht ein ganz anderes Gefühl. Gefühl. Feeling. Du schaust zurück und denkst, am Anfang war alles schwer. Jetzt ist nicht alles leicht, aber vieles ist leichter. Leichter. Das ist Fortschritt. Fortschritt. Progress. Du darfst stolz sein. Stolz auf kleine Dinge. Stolz auf deinen ersten Arbeitstag. Stolz auf deine erste deutsche E-Mail. Stolz auf deine erste Frage im Meeting. Stolz auf deine erste Krankmeldung. Stolz auf deine erste Urlaubsanfrage. Urlaubsanfrage. Frage nach Urlaub. Stolz auf jeden Satz, den du gesprochen hast, obwohl du Angst hattest. Obwohl. Even though. Du hattest Angst, aber du hast gesprochen. Das ist Mut. Jetzt atme. Ruhig. Du hast viele Wörter gelesen. Viele Arbeitssätze. Viele Situationen. Du musst nicht alles behalten. Behalten. Keep in memory. Dein Gehirn arbeitet weiter. Es speichert. Speichern bedeutet im Kopf behalten, auch ohne Druck. Morgen erkennst du vielleicht ein Wort wieder. Wiedererkennen. Erkennen. Weil du es schon gesehen hast. Vielleicht hörst du im Büro Frist und denkst, das kenne ich. Vielleicht hörst du zuständig und denkst, verantwortlich. Vielleicht hörst du Feierabend und lächelst. Lächeln. Smile. Arbeit ist Alltag. Arbeit ist Sprache. Arbeit ist Lernen.
Arbeit ist manchmal schwer. Aber Arbeit kann auch ein Ort sein, an dem du wächst. Wachsen. Ein Ort, an dem du Menschen triffst. Ein Ort, an dem du dich entwickelst. Entwickeln. Develop. Ein Ort, an dem Deutschland langsam vertrauter wird. Nicht alles auf einmal. Nicht perfekt. Nicht ohne Fehler. Aber Schritt für Schritt. Mit Notizen. Mit Fragen. Mit Wiederholung. Mit Geduld. Mit Mut. Mit kleinen Erfolgen. So kommst du weiter. Weiterkommen. Progress machen. So wird aus Unsicherheit langsam Sicherheit. So wird aus fremder Sprache langsam Arbeitssprache. So wird aus einem neuen Job langsam dein Alltag. Und jetzt ist genug für diesen Moment. Genug Arbeit. Genug Wörter. Genug Deutsch. Du darfst Pause machen. Pause. Du darfst später wieder lesen. Du darfst einzelne Sätze üben. Du darfst langsam sein. Langsam ist erlaubt. Fragen ist erlaubt. Lernen ist erlaubt. Fehler sind erlaubt. Du bist auf dem Weg. Auf deinem Arbeitsweg. Auf deinem Deutschweg. Auf deinem Lebensweg in Deutschland. Ein Satz. Ein Tag. Ein Kollege. Eine Aufgabe. Eine Pause. Ein Fehler. Eine Korrektur. Ein Erfolg. Und dann der nächste Schritt.